Hallihallo und willkommen zurück zu Java und HSQLDB. Also HSQL, also einer SQL-Datenbank in Java. Ja, wie jedes Mal muss ich euch darauf hinweisen, dass ihr bitte in dieser Videosequenz hier mir Tipps geben könnt, was ihr gerne für Funktionen in eurem Programm hättet. Und ja, dann programmieren wir die zusammen. Genau, also das letzte Mal haben wir hier die Funktion hinzugefügt, dass wir eben Kunden hinzufügen können. Allerdings nur über die Funktion Inside Customer. Hat lang genug gedauert. Und ja, davor haben wir eben Execute SQL, also einfach so eine kurze Funktion, die uns die ganzen Statements hier ausführt. Eine, die einfach ein Result-Set printet und eine, die einfach alles auswählt, alle Kunden. Und ja, was wir dieses Mal machen wollen, ist folgendes. Wir wollen eine Rechnung einfügen. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze ein bisschen nach hinten zu schieben, also die Kommandozeileneingabe und so weiter, dass das halt alles gepasst wird. Das machen wir erst danach. Jetzt gibt es als allererstes mal hier noch die Möglichkeit, eine Rechnung einzufügen. Also, dass ein Kunde tatsächlich was gekauft hat. Ja, dazu brauchen wir natürlich wieder eine neue Funktion, die nennen wir dann einfach public void buy. Und ja, wir haben hier als allererstes mal die Möglichkeiten, das Ganze über einen Vorname und einen Nachnamen laufen zu lassen. Und wir haben die Möglichkeit, das Ganze über eine ID laufen zu lassen. Ihr wisst, einfügen tun wir es über eine ID. Ähm, also ihr erinnert euch vielleicht noch, wie die ganze Datenbank aussah. Ansonsten kann ich hier auch einfach mal kurz das Ganze laufen lassen. Nämlich indem ich hier oben sage, ich klammer das hier mal aus, wir wollen nicht noch mehr Max-Mustermänner haben. Rechnung hieß die Tabelle, soweit ich weiß. Und dann wollen wir das Ganze mal printen. Wo habe ich hier bitte einen Error? Ach ja, natürlich. So, und dann printen wir das mal und schauen uns an, was wir hier an Werten hier drin haben. Das ist eine relativ kleine Tabelle aktuell. Wir haben hier die Rechnungs-ID, die sich immer automatisch um 1 erhöht. Die brauchen wir gar nicht mit anzugeben, da wir die Tabelle hier selbst gestaltet haben in unserem SQL-Tutorial. Haben wir das mal so gemacht, dass wir hier nicht wie hier unten den nächsten maximalen Index selbst erfinden oder herausfinden müssen. Und dann haben wir hier die Customer ID, die uns das einfach hier erledigt und natürlich den Betrag. So, das heißt, wir brauchen in unserem Buy ja als allererstes mal natürlich die Customer ID, nämlich int Customer und dann natürlich int Betrag. Also ich habe das Ganze als int gemacht. Seid nicht böse, wenn es dann keine Doubles sind. Das könnt ihr dann bei euch machen. Mit Integer ist einfach angenehmer, finde ich persönlich. Okay, ja. Ihr könnt ja auch die Integer in Cent benutzen. Das funktioniert genauso. Dann hat halt bisher jeder Customer einfach nur 50 Cent Einkäufe getätigt. Okay, was wir jetzt hier wieder natürlich machen, ist wie hier unten. Eigentlich könnte ich das alles hier gerade mal kopieren, aber ich will euch das Ganze nochmal zeigen, weil es so schön war. Wir nehmen ein Prepared Statement, Prep, und sagen, das ist erstmal null. Dann sagen wir, okay, wie hier unten auch, wir erstellen uns ein SQL-Statement und ja, sagen dem, was wir alles einfügen wollen. Nämlich String, ja doch, war richtig, String SQL gleich, so. Und hier haben wir dann natürlich wieder Insert into, so und jetzt diesmal Rechnung, Values, Klammer auf, und dann haben wir hier natürlich, müssen wir angeben, was wir einfügen wollen. Also Insert into Rechnung und ja, dann brauchen wir hier genauer genommen, in welche Spalten wir das einfügen wollen. Also hier wollen wir Customer ID und Betrage. So, und dann die Values, Fragezeichen, Komma, Fragezeichen. So, und wer sich jetzt noch an das letzte Video erinnert, weiß, dass wir hier sagen, prep.setInt Parameter ist der erste. Das heißt, wir haben hier die Customer ID, setzen hier den Customer drauf. Und dann sagen wir hier prep.setInt die zweite und setzen hier den Betrag drauf. So, und dann scrolle ich gerade nochmal nach unten und sage hier, okay, prep
prep.execute update und im finally Block machen wir das hier noch, den prep.close. Okay, also hier prep.execute execute update und try prep.close. Wobei, das könnte man doch eigentlich könnte man das doch rauslöschen hier. Sage ich einfach mal prep.close. Gut. So, und jetzt will das natürlich alles noch surrounded werden von einem Try und Catch und deswegen kopiere ich den Catch-Block mal hier runter, denn es muss eh alles da rein. So, und jetzt haben wir theoretisch schon eine neue Rechnung eingefügt. Sagen wir mal hier oben, wir wollen m.buy und zwar der Kunde 51, der Herr Nobody war das, glaube ich, kauft zum Betrag von 25 Cent oder Euro, je nachdem wie das gemappt wurde. Und wir haben einen Fehler. Exception Null Pointer. Was? Null Pointer? Das war aber nicht so gedacht. Okay. Achso, ja, hups. Ich habe gar nicht das Prep neu gesetzt. Okay, Entschuldigung. Gut, wir brauchen wie hier unten. Ach, eigentlich könnte ich das von hier unten doch kopieren. Prep. Einfach den Prep auf die Connection.prepare Statement setzen. So, dann sollte der Null Pointer wohl weg sein. So, und jetzt haben wir eine neue Rechnung, nämlich die Rechnung Nummer 6 und unser Kunde Nummer 51. Wer das genau ist, wissen wir nicht. Da komme ich aber irgendwann anders drauf. Hat für 25 Euro gekauft. Oder Cent, je nachdem wie ihr es habt. So, jetzt wollen wir das natürlich meistens nicht so eingeben, dass wir hier die Kunden-ID haben, sondern wir wollen das automatisiert laufen lassen. Wir wollen in unsere Konsole später eingeben. Nobody hat, also niemand, ja, haha, niemand hat für 25 Euro was gekauft. Das heißt, wir wollen hier noch mappen von Name auf ID. Und das machen wir in der folgenden Funktion, nämlich public int get customer ID und zwar anhand von string first name und string last name. Da fehlt das T. So. Und jetzt wollen wir natürlich hier sagen, okay, wir brauchen als erstes mal ein String SQL. So. Und das bedeutet, wir wollen natürlich haben select ID from customer. Also wir wollen die ID vom Customer haben. Und zwar genau da, wo der Last Name und der Vorname übereinstimmen mit dem, was wir hier haben. Also where first name gleich so. Ja, also wir können jetzt hier einfach schreiben first name. Das heißt, wir wollen den Vornamen, also wir wollen da die ID raussuchen, wo der Vorname gleich dem Vorname, den wir hier übergeben gekriegt haben, entspricht und last name gleich last name. So. Und jetzt führen wir das Ganze aus. Execute SQL und natürlich über SQL, genau. So. Und jetzt kriegen wir hier natürlich dieses Result Set wiederum mit. Hier jetzt wieder mal R. Und, okay. Und jetzt sagen wir hier R. Ja, jetzt brauchen wir hier natürlich R.get. Ups. Get int. Wir wollen ja nicht, Column Index ist der erste. Wir wollen jetzt natürlich nicht alle Möglichkeiten haben. Also sagen wir mal, wir haben mehrere Kunden. Dann müsste man natürlich über die ID hier auf diese Buy-Funktion zugreifen, direkt.
weil sonst ist ein Mapping ja natürlich nicht eindeutig. Wenn wir jetzt aber über diese Vor- und Nachname-Sache hierher gehen, dann würde ich einfach sagen, wir schnappen uns den ersten, der da reinkommt, und geben den zurück. Das heißt, wir sagen hier return r.getInt 1. Falls natürlich mehrere sind, also ups, wir können hier natürlich noch überprüfen, hat die Anfrage, die wir hier stellen, ähm, dann float die halt, hat die Anfrage, die wir hier stellen, die ist es mehr als eins? Also haben wir hier mehr als ein Resultat in unserem Result Set drin? Dann kann man natürlich noch einen Fehler zurückgeben, wie zum Beispiel, es wurden mehrere Kunden gefunden, bitte spezifizieren Sie, indem Sie noch keine Ahnung was angeben. Aber ich halte mich jetzt an das. Ich finde das irgendwie passender. So, jetzt wollen wir hier natürlich Select All from Rechnung. Jetzt wollen wir hier natürlich Customer eingeben. Denn ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie die ganzen Customers hier drin heißen. Okay. Max Mustermann hätten wir nämlich schon mal zwei, das wollen wir ja nicht so. Jetzt haben wir hier eine Julia Patterson, nehmen wir doch die einfach mal. Okay, gut. Dann sagen wir hier einfach mal, ja, das werden wir danach brauchen. Und dann sagen wir hier m.by und hier sagen wir aber nicht, wir nehmen die ID gleich, sondern wir sagen hier Julia und Patterson. So. Und schauen wir, ob da was passiert. Immer dasselbe. Überall fallen mit Throws und so weiter. Ja. Wir haben nicht die Privilegien, etwas zu finden oder das Objekt wurde nicht gefunden. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Was hier wieder mal das Problem ist, ist, dass wir ja, das nicht so schreiben können, wie wir es hier geschrieben haben und das Ganze umformulieren müssen. Wir hatten ja hier unten auch schon das Problem mit den Fragezeichen, die wir hier machen müssen. Diese SQL-Statements, die verkraften irgendwie diese Strings so nicht richtig. Und ja, was wir deswegen machen, ist folgendes. Wir nehmen hier einfach... Ha, komm schon. Wir nehmen hier einfach alle Customers, also Customer IDs, und wir nehmen hier noch First Name und Last Name mit rein. Dann sagen wir hier, okay, wir executen und dann iterieren wir da einfach drüber. Also while r.next ups, while r.next. So, und jetzt sagen wir hier if first name gleich r.getString an der Stelle 2. Wir wissen ja, dass, also wir haben hier schon spezifiziert, an der Stelle 1 steht die ID, an der Stelle 2 steht der First Name, an der Stelle 3 steht der Last Name. So, bei Strings sollte man immer über Equals reinkommen. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile verbessert haben, dass es funktioniert. So, das ist eine zu viel, oder? Die zu der und die zu der. Ja, so müsste es doch passen. Und der Last Name Punkt equals und jetzt sagen wir hier r.get String an der Stelle 3. So. Falls das der Fall ist, warum sieht das so komisch aus? Ah, ja, okay. Entschuldigung. Jetzt sollte es stimmen, genau so. Ja, jetzt ist besser. Okay, falls das der Fall ist, dann können wir hier die ID zurückgeben und die ID kriegen wir über r.getInt an der Stelle 1. Und ansonsten haben wir immer noch das Problem, wir müssen irgendwas zurückgeben. So, und jetzt sagen wir einfach return -1. Und das heißt, wir müssen jedes Mal, wenn wir hier die Custom-ID kriegen, müssen wir überprüfen, ob die -1 geworden ist. Das heißt, wir müssen das hier drin machen. If Customer gleich -1, dann return
und mach gar nichts. Denn dann ist es keine gültige ID. So, und jetzt füllen wir das Ganze nochmal aus. Und wir sehen, wir haben einen Julia gefunden. Offensichtlich war die erste Julia oder auch die einzige Julia Patterson, die wir gefunden haben, an Stelle 47 und die hat jetzt einen Betrag von 25 € gezahlt. Sehr schön, so, jetzt haben wir schon eine Rechnung hinzugefügt. Das heißt, wir haben hier diese Buy-Methode, über die wir direkt über die ID zugreifen können und wir haben hier eine Get-Customer-Methode, die uns eine ID liefert für den Vor- und den Nachnamen. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Falls ihr Informationen oder sowas für mich habt, weil ich damit auch noch nicht so der Pro bin, dann schießt immer los damit, Kommentare sind cool. Und falls ihr Ideen habt, was ich sonst noch machen kann, dann schreibt mir die auch in die Kommentare. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.